Hi Leute, willkommen zu Dragon mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar, nachdem das erste Teil sehr gut bei euch angekommen ist, mal wieder ein Anfängervideo. Heute geht es mal um das Thema Kernstäbe. Was es so gibt, woraus sie sind und wofür man die benutzen kann. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Danke wieder an alle, die mich die letzte Zeit schon abonniert haben. Finde ich super, Leute. Also richtig ab geht's langsam. Finde ich toll. Freue mich über jeden von euch. Wer noch nicht abonniert habt, denkt dran, ihr könnt nicht immer nur nehmen, auch mal geben. Abo kostet nichts und unterstützt mich bei meinen Projekten. Dafür danke. Dann fangen wir mal an bei dem Ganzen. Dann legen wir mal los. Wir fangen einfach mal an mit dem ganz normalen Klassiker. Das ist der 10x12 mm Kernstab, den man so als ganz normalen Waffenkernstab früher immer benutzt hat. Das ist so die normale Länge. Ich habe jetzt alles ein bisschen kürzer genommen, damit man im Video auch ein bisschen was erkennen kann. Also mehr oder weniger. Einen habe ich lang gelassen, aber das wollte ich euch dann noch ein bisschen was zu zeigen. Wie gesagt, das ist so ein Meter, das ist so der Standardkernstab. Dann gibt es hier noch 1,20 Meter, 1,50 Meter und 2 Meter. So der Meter ist dann halt für eine Einhandwaffe, mehr oder weniger. Kann man dann noch ein bisschen kürzen, wenn ein Meter zu lang ist. Dann der 1,20 Meter, den nimmt man meistens so in der Regel für 1,5 Händer. Den 1,50 Meter für 2 Handwaffen und den 2 Meter dann halt sowieso. Vorteil bei denen hier ist, wenn man eine Klinge hat, also ich sage jetzt mal, bei einem Speer oder sowas ist es dann ein bisschen angenehmer zu kleben, wie bei einem runden Kernstab. Allerdings hat er den Nachteil, je länger der Kernstab ist, umso mehr federt der halt. Ja, also ich nehme jetzt mal den 3 mm hier als, ich sage jetzt mal Beispiel. Der ist dann halt, so, wenn der auf 2 Meter, das ist jetzt hier nur so ein Meter Kernstab, aber der fängt dann halt hier und auf 2 Meter Länge bewegt er sich halt, wenn man dann zuschlägt. Ne? Ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt wieder der 3 mm Kernstab mal 10. Das ist aber, wie gesagt, jetzt bei den 2 Meter. Dann haben wir den runden Kernstab. Das ist in 16 mm. Den kriegt man im Normalfall nur als 2 Meter. Ist jetzt natürlich auch nur ein Stück. Das ist halt für die Kamera jetzt. Ne? Der ist halt als 2 Meter dann besser geeignet, weil er halt nicht so federt. Den benutze ich aber lieber für Kampfstäbe, weil das Problem ist, wenn man hier eine Speerspitze oder sowas dran macht, muss man erstmal, dann Gott sei Dank gibt es 16 mm Matte, dann müsst ihr erstmal hier quasi das mittlere Teil. Habt dann natürlich auch immer noch so ein bisschen hier, wenn ihr dann sowas drum macht, durch die Rundung so ein bisschen, dass ihr das noch irgendwie zukleben müsst. Und es wird natürlich dann klobiger. Wenn er jetzt so, ich sag jetzt mal die 16er nimmt, dann noch auf beiden Seiten, je nachdem, dann nehme ich meistens dann eine 10er, können wir natürlich auch eine 6er nehmen. Dann ist es nicht ganz so extrem, aber das ist halt etwas klobiger, als wenn er dann hier mit dem dann so was nimmt. Nur zum Wickeln ist quasi der Runde angenehmer, obwohl hiermit könnt ihr auch gut wickeln. Ne? Wie gesagt, der federt dann auf 2 Meter Länge halt nicht so. Das dann dazu. Dann gibt es natürlich hier das ist jetzt hier vom Market Tender zum Beispiel, das ist der 3x10 mm oder ne 3x12. Das ist jetzt hier ein Stück. Ich habe natürlich hier auch das lange, hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Das sind dann quasi, die sind relativ flexibel. Ich hoffe, das kann man so sehen. Ne? Dass man die so hin und her. Da kann man dann aus 4 aus 4 Kernstäben kann man dann quasi einen gebogenen machen. Dann habt ihr dann auch quasi hier diese 10x12 mm, ne? Um das dann zu machen. Die werden dann miteinander verklebt in eine Form und dann könnt ihr dann quasi aus den Teilen gebogene Kernstäbe für, sag jetzt mal, Säbel oder ähnliches machen. Ne? Wie gesagt, die können auch einzeln nehmen für schlankere Waffen. Allerdings, das Problem ist, ich habe das jetzt letztes Mal wieder für ein Rapier benutzt. Das ist auf der Länge, also hier so können das ja nicht biegen, aber hier so, naja.
Ihr könntet theoretisch hingehen und ich sage jetzt mal 2 nebeneinander kleben. Ne? Dann habt ihr 6 mm mal 10. Da könnt ihr wahrscheinlich auch noch relativ schlanke mitmachen. Aber wie gesagt, ich sage jetzt mal, wenn die Waffen länger so wie 50, 60 Zentimeter werden, ist es federt halt. Ihr seht es ja, ne? Das ist dann, ihr habt dann quasi hier so, ne? Ich glaube, das kann man gut sehen, wenn ihr das macht. Ne? Da könnt ihr dann, holt einmal aus und haut dann dem anderen 3-mal um die Ohren. Ne? Das ist halt dann, ihr müsst gucken. Also ich sage ja so, also bis 50 Zentimeter so Waffen, das geht. Ne? Da hält es sich, wenn ihr dann noch den Griff zu habt und so, dann hält sich das noch in Grenzen mit dem Federn. Aber so auf der kompletten Länge ist schwierig. So, dann gibt es noch Runde in etwas dünner. Der hier, der hat, ich glaube, 6 mm. Gibt es auch noch was dünnere, aber die sind dann auch wieder viel zu viel am Federn. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein Rapier bauen wollt, was relativ formstabil ist, bietet sich so ein 6 mm. Das ist jetzt auch ein Kernstabstück. Da bin ich gerade an einem Rapier und einem Säbel dran gewesen. Die habe ich jetzt auch mit den Dingern geklebt. Die habe ich schon ein bisschen gekürzt, dass sie nicht zu lang werden. Die sind, glaube ich, 1 Meter oder 1,20 Meter so rum gewesen. Ich kann das ja nicht so genau sagen. Habt dann natürlich wieder im Endeffekt, schneidet dann wieder in der Mitte quasi wie bei einem eckigen. Das dann raus, müsst ihr dann gucken, oder dann mit den Linien und klebt dann eine 6er Matte. Ich habe dann außen auch nochmal 2 6er Matte, damit kriegt ihr halt relativ, ich sag jetzt mal, elegante Klingen hin. Ne? Das ist so, was man halt damit machen kann. Ja, das ist, glaube ich, so erstmal so, was es so zu Kernsterben gibt. Ja, ich hoffe mal, das hilft euch bei eurer Auswahl ein bisschen weiter. Ein paar Beispiele habe ich ja gebracht. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder ein bisschen erleuchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Anfängertipps für Bauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und frohe Ostern. Wir sehen uns.